Herzlich willkommen zur EMDR-Sprechstunde. Heute beantworte ich die Frage, warum du wirklich einen positiven Gedanken bei EMDR brauchst und warum mein vereinfachter Ansatz im EMDR-Selbstcoaching wirksam ist. Bleib dran! Lass uns über ein wesentliches Element der geführten EMDR-Sitzung sprechen, die sogenannten Kognitionen, also über die bewertenden Gedanken, die wir im Zusammenhang mit belastenden Erfahrungen über uns selbst abgespeichert haben. Diese lassen sich grob unterteilen. Die negative Kognition, ein Gedanke wie ich bin schuld oder ich bin schwach, ist mit der belastenden Erinnerung verknüpft. Die positive Kognition hingegen, etwa ich bin stark oder ich finde meinen Weg, ist der neue, hilfreiche Gedanke, den wir am Ende der Verarbeitung bewusst verankern. In der EMDR-Arbeit geht es nicht nur darum, dass eine Erinnerung weniger schlimm erscheint. Es geht darum, dass wir uns selbst im Licht dieser Erfahrung wahrnehmen und wie sich dieses Selbstbild verändern kann. Wenn du im therapeutischen Setting arbeitest, ist das Gespräch über diese Kognitionen wesentlich. Es findet in der dritten Phase des EMDR-Prozesses statt. Dabei geht es nicht nur um Klarheit, es geht auch um Beziehung. Sprache schafft hier Verbindung. Der Therapeut kann nachvollziehen, wie du dich siehst und wohin du dich bewegen möchtest. Diese sprachliche Benennung ist also kein Selbstzweck, sondern ein Mittel der Verständigung. Sie bringt innere Prozesse ins Außen, macht sie teilbar und dadurch auch veränderbar. Und genau darum ist dieser Schritt so wertvoll. Er führt zur Bewusstwerdung, zur Erkenntnis darüber, wie dein emotionales Gedächtnis, dein Körpergedächtnis, dein Denken beeinflusst. Du wirst eingeladen, innezuhalten und dich zu fragen, was glaube ich über mich selbst, wenn ich an diese Situation denke? Daraus kann eine Aussage entstehen, wie beispielsweise, ich bin schwach, ich bin schuld, ich bin nicht liebenswert. Im nächsten Schritt folgt dann die Frage, was möchte ich stattdessen glauben? Vielleicht sagst du dann, ich bin stark, ich bin frei, ich bin selbstbewusst, ich finde meinen Weg. Dabei ist wichtig, das Wort nicht sollte in der positiven Kognition nicht auftauchen. Unser Gehirn kann sich eine verneinte Aussage schwer vorstellen. Denk nicht an einen rosa Elefanten und schon ist er da, mit großen oder kleinen Ohren, afrikanisch oder indisch. Allein die Tatsache, einen positiven Gedanken auszusprechen, ist bereits ein Fortschritt. Es ist eine Form von Selbstklärung und in der therapeutischen Beziehung auch ein Moment von Vertrauen und Kontakt. Denn der Satz, den du formulierst, ist mehr als Sprache. Er bringt etwas auf den Punkt, das sich vielleicht lange sprachlos angefühlt hat. Was viele nicht wissen, diese Kognitionen sind nicht nur Gedanken. Sie sind körperlich gespeichert, als Enge, als Druck, als Zittern oder als innere Abwesenheit oder als was anderes. Das nennt man somatische Marker. Wenn du denkst, ich bin machtlos, dann fühlt sich das oft auch genauso an. Und wenn du eines Tages wirklich sagen kannst, ich bin sicher oder ich habe das Sagen, dann ist das kein bloßer Satz, sondern ein verkörpertes Erleben. Um einzuschätzen, wie stimmig sich eine positive Kognition anfühlt, verwendet man im klassischen EMDR die VOC-Skala. Von 1 fühlt sich völlig falsch an bis 7 fühlt sich vollkommen zutreffend an. Kognitionen, Glaubenssätze geben dem Körper eine Sprache und dem Erlebten eine Richtung. Doch dieser Prozess ist anspruchsvoll. Ohne Begleitung fällt es vielen schwer, ihre Gedanken klar zu erkennen oder realistisch zu bewerten. Vor allem unter emotionaler Belastung. Aber er dient nicht nur der inneren Klärung, sondern schafft den nötigen gemeinsamen Raum zwischen Therapeut und Klient. Warum funktioniert das Ganze dann auch im Selbstcoaching?
obwohl die negative Kognition nicht formuliert und nur der erste positive Gedanke genutzt wird? Weil dein Körper längst weiß, was du nicht aussprichst. Die negative Kognition, also der belastende Glaubenssatz, ist trotzdem da, auch wenn du ihn nicht formulierst. Er zeigt sich als Enge in der Brust, als Druck im Bauch, als ein inneres Wegdriften oder als stumme Scham. Dein Körper trägt das Erlebte und er spricht auch dann, wenn du keine Worte findest. Im therapeutischen Setting braucht es Sprache. Zwei Menschen arbeiten zusammen. Die Kognition wird dort bewusst benannt, damit sich Klient und Therapeut gemeinsam auf den Veränderungsprozess beziehen können. Es geht um Austausch, Spiegelung, um Resonanz im Zwischenraum. Im Selbstcoaching sprichst du nicht mit jemand anderem. Du bist allein mit deiner inneren Erfahrung und dein Körper braucht kein Gespräch, um sich zu erinnern. Die innere Bewegung beginnt nicht mit dem Satz, sie beginnt mit dem Spüren. Deshalb genügt es im 6. Schritt des EMDR Selbstcoachings, einen ersten positiven Gedanken zuzulassen. Nicht als intellektuelle Korrektur, sondern als fühlbare Wende. Dieser Gedanke ist kein fertiger Gegenspieler zur negativen Kognition. Er ist eher wie ein Lichtschein unter der Tür, ein Hinweis auf etwas Neues, das kommen darf. Ein erster positiver Gedanke kann ganz unterschiedlich aussehen. Er muss nicht zwingend zum eigentlichen Thema passen. Manchmal genügt schon ein Satz wie: Ich liebe den Duft von frischem Kaffee. Ich freue mich auf morgen. Ich bin neugierig. Ich darf langsam machen. Oder ich bin gerade hier. Auch solche scheinbar themenfremden Sätze können etwas in dir berühren, weil sie eine andere Richtung andeuten, weil sie Wärme bringen oder ein Lächeln. Und genau deshalb ist diese Form der Vereinfachung möglich, weil du nichts verdrängst, sondern weil du anerkennst, dass das Wesentliche bereits in dir fühlbar ist, auch ohne Worte. Wenn du Fragen hast oder Erfahrungen mit dem Thema teilen möchtest, schreib es gern in die Kommentare. Vielleicht hilft dein Gedanke auch jemand anderem, der sich gerade in diesem Prozess befindet.